Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn heute schwimmen wir in fremden Gewässern. Ja, wir sind auf einem ungarischen Server, und zwar auf dem ungarischen Server Nummer 17. Ich habe eine Einladung bekommen, und zwar von The Dark Side, besser gesagt vom Gildenleiter von The Dark Side, und zwar Kamika. Der hatte mir auf Discord geschrieben gehabt, ob ich nicht mal sehr gerne in die Gilde reinkommen würde und mal schaue, was bei denen so abgeht, denn die Gilde hat einen sehr hohen Aufschwung gerade hinter sich, und er hatte mir geschrieben, dass er halt eben auch den Progress von unserer Gilde Celtic verfolgt und das Ganze sich anschaut, und ist darauf dann halt aufmerksam geworden, dass wir in der Elevator-Liste so weit oben sind, und das ist auch das Ziel von The Dark Side, der Gilde. Die wollen ziemlich weit nach oben kommen, was die Elevator-Rangliste angeht, und haben bisher auch einen sehr guten Fortschritt gemacht. Ich habe auch für euch ganz viele Details, Statistiken, Listen, die ich euch zeigen möchte, und ja, da kommen wir jetzt mal direkt zu. Zuallererst aber nochmal hello from Germany. Yeah, my name is Dorza, and thank you a lot for the invite to your guild, The Dark Side. Yeah, I know every of my videos are in subtitles, so everybody from whatever country can view my videos and look at my subtitles. And it's crazy, like 15% of my viewers using subtitles. So yeah, the Hungarian community, greetings to all of you. Yeah, I love you guys. And yeah, also the other communities are really big, like the Polish communities, community, and the Czech community are also very big community in Shakes and Fidget, and I like it a lot to work internationally with you guys, because we are all one big family in Shakes and Fidget. And yeah, I really like this, and thanks a lot for viewing my my content, my videos with subtitles. And yeah, I'm looking forward to you guys, and thank you for joining me to my trip here on YouTube. Now I'm turning back to Germany. Yeah, so, das nur mal ganz kurz am Rande gesagt. Das war echt cleanes Englisch, muss ich mal so sagen an der Stelle, oder? Da könnte mich jetzt aber nicht für haten, sage ich mal ganz ehrlich, so wie es ist. Ja, auf jeden Fall viele liebe Grüße hier an The Dark Side, und zwar ist The Dark Side eine Gilde, die wirklich auch international, würde man jetzt zwar denken, international nicht so gut dasteht, aber die Gilde ist so am Uprisen, sag ich mal. Jetzt bin ich im Englischfilm gerade, ihr merkt's. Und international geht es tatsächlich, ja, es geht tatsächlich. Also der Server ist halt auch noch nicht so sehr alt, aber dafür, wenn wir jetzt mal gleich in die Elevator-Ranglisten schauen, stehen die Jungs und Mädels hier von The Dark Side wirklich sehr weit oben. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, dafür, dass sie halt hier auf dem Rang 71 sind, international, wo man denken würde, okay, ja, als ob die so weit oben mitspielen. Hätte ich nicht gedacht, aber die Gilde muss wirklich super aktiv sein, und wir gucken auch gleich mal in den Elevator rein. Danach zeige ich euch noch die Listen von deren Aufschwung quasi und wie sie das auch gemacht haben. Ich hatte dann auch gefragt, okay, ja, ihr habt ja wirklich in kurzer Zeit echt viel Progress hier gemacht, und da ist auf jeden Fall die Frage natürlich von meiner Seite aus gefallen, wie? Ne? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr irgendwie hohe Spieler zu euch in die Gilde genommen, oder habt ihr fusioniert, oder kann ja immer verschiedenste Möglichkeiten haben. Man sieht auf jeden Fall, diese Dark Side ist eine Gilde, die hier auf dem Server sehr krass dominiert. Wir haben aber nicht sehr viele Spieler auf dem Server. Also der ungarische Server, Hungarian, 32.000 Spieler. Ich glaube, die werden als nächstes vielleicht auch bald in Zukunft gemerged werden. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, weil die Server natürlich vielleicht nicht ganz so sehr am Scheinen sind. Alleine, wenn man jetzt hier schon in die Elevator Belohnung bzw. die Rangliste reinschaut, ist es schon krass, wie viele Punkte die jetzt schon haben. Es sind noch 2 Tage
auf dem Server hier zu spielen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme. Und die haben 3,7 Millionen Elevator-Punkte. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit unserer Gilde, die jetzt momentan nicht so gut dasteht, da weil wir auch ein paar Inaktive haben und nicht ganz so viele Leute reinpilzen, haben wir hier nur noch einen Tag, weil ja S31 einen Tag früher endet, 3,2 Millionen nur. Ne? Wie gesagt, wir haben zwar auch Inaktive mit dabei und Leute, die nicht so reinpissen, aber da seht ihr mal, wie krank auf jeden Fall der Fortschritt ist. Und ich bin gespannt, welche Platzierung sie diesen Elevator bestreiten werden. Und so sieht das Ganze hier aus. Wir können uns mal auf Stufe 10 mal ganz gechillt die ganzen Belohnungen hier einheimsen, jetzt wo wir hier profitiert von haben, sind wir jetzt auf jeden Fall ein ultra krank geskillter Necromancer auf dem Server und werden definitiv wahrscheinlich auch einen großen Teil dazu beitragen, hier die Leute in The Dark Side wirklich auf Platz 1 zu befördern, damit sie auch sagen können, okay, der Dorzer war hier in der Gilde, der hat uns hier zu Platz 1 befördert in Zukunft beim Elevator. Zack! So sieht's nämlich aus, ja, 54 Damage in dein Gesicht, untoter Zombie. Ja, let's go. Das ist nämlich hier richtig kranker Progress, der hier gemacht wird. Nee, also ich werde natürlich, ich hatte das hier auch schon soweit kommuniziert gehabt, nachdem ich das Video hier aufgenommen hatte oder habe, dann werde ich die Gilde auch wieder verlassen. Deswegen, ja, auch auf jeden Fall auch vielen lieben Dank für die Einladung hier. Ne? Also man sieht auf jeden Fall, Platz 49 fängt hier schon mit 38k an. Also die sind hier wirklich sehr konstant, was den Elevator angeht. Und jeder versucht hier wirklich sein möglichst Bestes rauszuhauen, was die Gilde halt eben extrem krank nach oben pusht, was halt die Elevator-Rangliste angeht, so, ne? Das ist schon ziemlich hart. Und ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Analysen rein. Und zwar hatte ich ja ein bisschen mit Kamika geschrieben gehabt. Und hier haben wir zum Beispiel erstmal schon die internationale Rangliste, wo sie hier angefangen haben. Das ist von 2020, The Dark Side. Da waren sie auf Platz 238. Ja, dann hier einmal im Dezember 2021, da sind sie schon auf Platz 200. Ja, dann hier in 2022 sind sie auf 125 aufgestiegen. Und jetzt halt hier 23 sind sie auf Platz 90 und jetzt, wo wir eben gerade geguckt haben, waren sie eben auf irgendwas in den 70er, ne? 71. Also die sind momentan wirklich extrem am Ranks climben und da kann man auf jeden Fall mal in Zukunft ein Auge drauf werfen. So. Die haben zwar jetzt nicht so diese absolut heftigen Endgame-Charts, ich sag mal so alles über, was weiß ich, 650 in Richtung 700, aber dafür hält halt die Gilde extrem krass zusammen, muss ich sagen, und jeder ist hier gut am Reinhasseln und am Reinpilzen. Deswegen fand ich das ziemlich erstaunlich, diesen Progress hier zu erleben. Und haben hier teilweise sogar auch Spieler dabei, die jetzt nicht so krank viel reinpilzen, hat er mir auch geschrieben gehabt. Und dann hatte ich halt gefragt gehabt, so, weil ich es halt für das Video recht interessant fand, so, wie habt ihr das denn überhaupt geschafft, großartig so viele Plätze in so kurzer Zeit gut zu machen, ob es da irgendwelche Fusionen gab oder irgendwelche Spieler da gewechselt haben oder so. Ne? Und da hatte er mir dann halt eben auch geschrieben gehabt, auf die Frage, how do you manage to gain so many places as a guild? We started from a place, also auf 250, das ist wahrscheinlich auf die IHOF, denke ich mal, bezogen. Mein Promise, also mein Versprechen 2019, 50 Leute, ohne Bots, ohne Multi-Accounts, was ja auch ziemlich viel immer hier und da rumkursiert, dass halt viele Gilden halt eben auch viele Bots oder viele Multi-Accounts haben und so, ne? Da hatte er auf jeden Fall sein Versprechen gegeben, dass das hier auch halt auch nicht der Fall ist. Ne? I keep this to this day and the members compete with each other. We try to pay attention to every little thing. We had to wait 3 years for the Hungarian server. The German parallel server was S40.de. It was unimaginable, also es war unvorstellbar zum Start, dass wir mehr, Erfolg haben, als wäre S40 gekommen so. Of course, we always set our goals higher. We are 10 years behind. Ne? Also sind 10 Jahre im Rückstand auf jeden Fall.
but we can see that the direction is good. Auf jeden Fall, die ist sehr, sehr gut. We will gladly fight on a Hungarian Fusion Server. Also ich denke mal, dass die ganzen ungarischen Server auch fusioniert werden. So, und dann hatte ich halt dann hier gefragt, did you get a lot of new strong players or how did you rise come about in such a short time? Also in so kurzer Zeit so viele Plätze gut gemacht. We started with a ready team, also mit einem von the get-go quasi, also vom Start haben sie wohl 50 Leute gehabt. Without create characters, the team was full of refrainers and equinations before the server started. After the server started, I tried to look for later starting large spaces and raise them. Fortunately, many managed to put together strong characters. This required constant motivation. Elevator is one of the tools. I'll show you what they were capable of the last time. Most people like to be even better and like success. Ne? Also es sind sehr viele Spieler hier in der Gilde, die halt auch sehr kompetitiv sind, die sich gegeneinander quasi oder miteinander pushen, sich gegenseitig so motivieren auf jeden Fall. Und ja, genau, das sind dann so erstmal soweit die Informationen dazu. Dann habe ich hier noch einiges an Listen für euch, ja. Dazu muss ich mal ganz kurz, dazu tappen wir mal ganz kurz raus. Wir sind gleich wieder da. So, und zwar hatte mir der Kamika auch hier einige Listen zukommen lassen von deren Progress im Elevator. Hier unten kann man halt auch die letzten Elevator begutachten, was sie hier im Juli, im Mai, im Februar für Elevator hatten. Also machen sich hier auch wirklich sehr, sehr viel Mühe, muss ich mal so sagen an der Stelle, dass sie hier auch wirklich vorankommen und ihren Progress halt auch wirklich so dokumentieren und zum nächsten Mal auch wirklich sich Ziele setzen, wir haben jetzt beim letzten Elevator die und die Stufe erreicht, so, was ist jetzt unser Ziel fürs nächste Mal, ne? Kriegen wir das hin, was ist realistisch, also ist auf jeden Fall nice. Und bevor ich hier das noch weiter euch zeige, wollte ich euch ganz kurz nochmal zur Schau stellen, weil ich ja auch die Elevator-Listen beobachtet habe, beziehungsweise die wurden mir ja dann auch zugesandt. Hier haben wir zum Beispiel das Video vom 19.03.2022 und hier sieht man, dass The Dark Side damals auf Platz 120 in der Elevator-Rangliste gewesen ist, also ganz, ganz, ganz weit unten auch noch, ne? Das war halt eben am 19.03.2022. Dann sehen wir hier als nächstes die Elevator-Rangliste vom 7.03.2023. Da fehlt jetzt zwar ein Elevator dazwischen, da hatte ich auch ein Video zu gemacht, hatte ich auch die Rangliste gezeigt, allerdings hatte ich im Video nicht mehr The Dark Side gezeigt, weil die wahrscheinlich zu weit unten noch in der Rangliste gewesen sind. Dann aber ein Elevator da drauf. Da können wir eigentlich mal nachschauen. Wir haben hier den March 2022, ich weiß nicht, das müsste, glaube ich, die Platzierung gewesen sein, von dem der mir eventuell gefehlt hat. Aber da sehe ich jetzt leider auch nicht ganz genau die Platzierung, welche Platzierung sie damals gehabt haben. Auf jeden Fall ist das hier jetzt die nächste, die ich gesehen hatte. Und dort sehen wir halt dann eben schon The Dark Side hier auf Platz 15. Ja? Also haben sich hier auch schon extrem nach oben gearbeitet in wirklich sehr kurzer Zeit. Also es ist ja nicht mal ein Jahr dazwischen, sag ich mal, wo sie halt wirklich von null auf gestartet haben und hier eine extrem kranke Gilde hochgezogen haben. Und dann haben wir halt eben auch noch den letzten Elevator vom 8.8., wo wir sehen können, dass The Dark Side halt eben jetzt schon bereits in den Top 10 angelangt ist. Und das finde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr beachtlich. Und deswegen kam der gute Kamika dann halt auch eben auf mich zu und hatte mir dann halt auch eben angeboten, mal über seine Gilde hier, The Dark Side, eben zu berichten und mal hier so zu schauen und hier eine Einladung rauszuschicken, dass ich dann hier kurz mal einen kleinen Einblick in die Gilde bekomme. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man hier mitten im Elevator eingeladen wird, jemanden raushaut aus der Gilde, ne, und dann wieder reinkommt. Also soweit ich weiß, wenn man die Gilde eigenständig verlässt, dann muss man mit einem Höllenmarkenabzug von 5% rechnen. Wenn man allerdings vom
Gildenleiter gekickt wird oder wenn man generell gekickt wird, dann hat man, glaube ich, soweit ich weiß, keine Verluste und kann in die nächste Gilde gehen, um halt eben dort wieder mit vollen Höllenmarken-Boni zu starten. Aber wenn du selbst verlässt, wirst du, glaube ich, 5% von den Höllenmarken kriegst du dann, glaube ich, abgezogen. Ich glaube, so war das gewesen. Ja? Deswegen haben sie für mich hier heute auf jeden Fall mal kurz Platz geschaffen, damit ich mir das Ganze hier mal anschauen kann. Und ich bin echt gespannt, wo die Gilde nicht nur Elevator technisch die nächsten paar Jahre stehen wird, sondern wie sie sich auch hier in der Ehrenhalle hier auf jeden Fall weiter hocharbeiten wird. Deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle hier an Kamika, dass ich hier die Möglichkeit habe, so ein Video zu machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee gewesen an der Stelle, dass man das auf jeden Fall machen kann. Und generell bin ich halt, ja, das hatte ich vorhin halt eben auch schon kurz in Englisch gesagt, ein sehr großer Freund davon, halt auch eben mit der tschechischen und polnischen Community, wenn es halt eben auch irgendwie möglich ist und sich die Gelegenheit ergibt, zusammenzuarbeiten, weil ich uns halt eben als eine große Community halt sehe, ne? Aber man hat halt das Gefühl, oftmals durch die Sprachbarriere auch, ne, dass halt eben die deutsche Community unter sich ist ja auch normal, und die tschechischen Communities untereinander sind und halt eben die polnischen auch so untereinander ihr eigenes Ding so machen, aber es wäre halt viel, viel geiler, wenn halt alle zusammen irgendwie mal ein großes Projekt mal irgendwie machen würden, so. Dass man, keine Ahnung, vielleicht auch mal so eine kleine Art, so ein Länderbattle beim nächsten Server macht, so Deutschland gegen die Tschechen, gegen die Polen, so irgendwie so eine kleine EM-mäßig so, weißt du, also das wäre auf jeden Fall auch eine sehr geile Idee, würde ich sehr feiern, und ich hoffe mal, vielleicht kommt ja sowas auch in Zukunft mal. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Die ganzen internationalen Server geben natürlich sowas schon her irgendwo, ne, dass halt eben die Deutschen gegen die Tschechen und so spielen. Ne? Aber man kann das ja mit den Communities vielleicht auch so ein bisschen verbinden. Und das wäre auf jeden Fall auch eine echt geile Aktion. Mal schauen, die Zukunft wird es zeigen. Das soll es auf jeden Fall zu dem Video von The Dark Side gewesen sein. Eine Gilde auf dem ungarischen Server 17, die mich hier eingeladen hat, um halt eben im Elevator nach ihrem Progress zu schauen. Eine sehr starke Gilde, die noch eine sehr große Zukunft vor sich haben wird. Und deswegen vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.